Liebe Freunde, nächstes Jahr im September 2021 planen wir mit Quadro Nuevo eine große, abenteuerliche Segelreise auf den Spuren des Odysseus. Liebe Freunde, gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Lockdown war unser Saxophonist Mulo auf der Floret, einem Windjammer, einem alten Segelschiff, hat die Liparischen Inseln umsegelt, war auf dem Vulkan und das zur Vorbereitung für die Reise, die wir nächstes Jahr mit einem großen Künstlerkollektiv vorhaben. Viel Vergnügen! Odysseus auf seiner großen Fahrt, auf der Suche nach seiner alten Heimat, Aeneas auf der Suche nach der neuen Heimat oder Jason und seine Argonautengefährten auf der Suche nach dem goldenen Vlies, Symbol für unermesslichen Reichtum, für Glück oder vielleicht auch für Weisheit. Diese alten Fahrten, die haben unsere abendländische Kultur sehr geprägt. Und wir wollen eine Odyssee machen heute, heutzutage. Odyssee now, Odyssee happening now. Wie macht man das? Also wir machen das so, wir nehmen verschiedene Musiker, Quadro Nuevo, befreundete Musiker, Schlagzeuger aus Salzburg, ein Flötist aus Berlin. Wir nehmen vielleicht ein paar Fotografen, Filmemacher, René van der Voort, ein wunderbarer Fotograf, oder Mike Meyer, wunderbarer Filmemacher. Wir nehmen vielleicht Maler, vielleicht Texter mit, sind dann eine Argonautenmannschaft und wir machen das nicht, wie man das heute so macht, auf einem Motorboot, sondern wir machen das auf einem Segelboot, nämlich auf der Floret. Ronny, hi. Servus, Wanda. Hi. Die Floret ist ein Windjammer und der Ronny, der Kapitän der Floret, der segelt auch richtig. Ja, da wird also jetzt nicht irgendwie mit dem Dieselmotor den ganzen Tag rumgefahren, sondern es wird mit dem Wind gefahren und wir befahren die Gewässer der alten Sagen, nämlich zwischen Sizilien, Kalabrien und vor allem die äolischen Inseln, Lipari, Stromboli, Vulcano, Salina. Diese Inseln sind Schauplatz dieser alten Sagen, die waren für die Griechen damals der Wilde Westen. Und wollen auf den Vulcano steigen, oben ein Video drehen, wollen vielleicht ein paar Sagen nachstellen, vielleicht binden wir uns auch an die Segel, an die Masten und dann steht an einem Felsen drüben eine Sirene in der Form einer Sängerin, die ganz furchtbar oder ganz hoch oder wahnsinnig schön singt. Und ich glaube, da kommt was Tolles dabei raus. Vielleicht ein Album, vielleicht ein Fotobuch, vielleicht ein richtiges Textbuch, vielleicht ein Film, vielleicht einfach auch nur ein Bild. Odysseus verwegene Rückreise in die alte Heimat. Aeneas Suche nach einer neuen Heimat. Ikarus Flucht und Flug in die Freiheit. Jason und seine Argonautengefährten auf der Jagd nach dem goldenen Vlies, als Symbol für Macht, Reichtum, Glück oder auch Weisheit. Die großen Fahrten, tausendfach verwoben mit den Göttern und Mythen des Altertums, wurden zu zentralen Epen abendländischer Kultur.
Die großen Fahrten, tausendfach verwoben mit den Göttern und Mythen des Altertums, wurden zu zentralen Epen abendländischer Kultur. Welche Relevanz haben sie in unserer modernen Gesellschaft? Bergen ihre Schauplätze mehr als sonnigen Badespaß, mediterranes Essen oder ein paar Tempelreste? Lassen sich vielleicht sogar Bezüge zu aktuellen Themen wie Vertreibung, Migration, Klimawandel oder Vermüllung der Meere erkennen? Ein abenteuerliches Künstlerkollektiv spürt diesen Fragen nach. Die Antworten werden weder wissenschaftlich noch politisch sein, sondern künstlerisch und dadurch vielleicht fähig, im späteren Betrachter Emotion und Empathie auszulösen. Auf ihrer Spurensuche werden sich Musiker, Wort- und Bildgestalter, Fotografen und Filmer in einen mehrwöchigen produktiven Prozess begeben, hochkreativ verdichtet auf dem Schiff, segelnd durch die Gefilde uralter Geschichten. Inspiriert von dieser großen Reise entstehen unterwegs Songs, Fotos, Texte, Videos und in Folge Veröffentlichungen von Musikalben, Fotobänden, Ausstellungen, Büchern, in physischer und digitaler Form. Und es ist nicht so, dass ihr da nicht teilhaben könnt. Wenn ihr euch für einen Künstler haltet, kreativ seid, an dieser verdichteten Atmosphäre auf einem Schiff teilhaben könnt, zu zweit in einer Kajüte schlafen könnt, Geschnarche, Gestank, Seegang, hohe Wellen aushaltet, wenn ihr glaubt, dass ihr da was beitragen könnt, dass ihr was rausziehen könnt für euch selber auch, dann könnt ihr sogar mitfahren, schreibt uns einfach. Oder ihr seid im argonautischen Team zu Hause. Dann schicken wir euch jeden Tag ein Video, eine Botschaft und am Schluss natürlich bekommt ihr die Werke, die entstehen. Natürlich ist es so, das Ganze ist nicht umsonst zu kriegen. Wir wollen den Schiffskapitän ordentlich bezahlen, den Ronny Heinz von der Florette und seine Crew. Wir müssen vielleicht mal auf einer Insel übernachten. Wir müssen auch manchmal was essen und auf jeden Fall jeden Abend uns dem Wein hingeben. Ja, das wird ein höchst spannendes Abenteuer. Seid mit dabei, verfolgt uns, abonniert, dann versäumt ihr nie wieder was von unseren Abenteuern.